Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich am Ende der letzten Folge noch machen wollte. Ich glaube, ich will heute irgendwann Karaoke singen. Oder es zumindest versuchen. Wie viele Skillpunkte haben wir denn? 2. Ich sollte wahrscheinlich noch einen Punkt in Rhetorik packen. Vermutlich, wenn ich Guard irgendwann überzeugen will, dass ich das darf. Wir könnten tatsächlich nochmal die Klamotten durchgucken, ob wir irgendwas mit plus Rhetorik finden. You keep coming back. That's good, officer. Keep browsing those clothes, keep saving that economy. You find your hat, the box. Economical, but also. Okay, da ist nichts weiter dran. You see too low. I can see you have a taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Okay, untersuchen wir mal die Turnschuhe. A pair of Faun Ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest Faun sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 Real. Only? That's madness. Ja, und die Stats sind halt auch einfach nicht so gut. Nicht für 50. Was kann die Lautsprecher? These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable Faun Ultras atop them. A small heat emboss on the veneer reads, "Solidarity aid from the People's Republic of Samara." The speakers themselves don't seem to display any magical qualities. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. Aber ich habe mir die Turnschuhe schon angesehen. Then look at them again. These are the premium lifestyle sneakers, officer. The best on the market. Kann ich denn nicht die traurigen, bezwungenen samaranischen Lautsprecher kaufen? No way, officer. These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. Genau deshalb will ich sie. Ich glaube, ich bin auch sozialistischer Müll von mieser Qualität. Boah. Aber ich brauche Lautsprecher. Boah, ich bin versucht, das zweite zu sagen. Ja, wir gehen mal mit dem ersten. Well, if you want them... But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? I can't leave premium lifestyle sneakers on the ground. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. 50 cents? Damn, so you have to buy the sneakers first. Ich meine, wir brauchen die Lautsprecher auch einfach gar nicht, oder? Also ich wüsste gerade nicht, wofür. Hier war noch irgendeine hässliche Klamotte drin, ne? Sunglasses last a lifetime, officer. 100% guarantee. Was bräuchten wir hier? Konzeptbildung. Ja, nee, sehe ich nicht. Das Ding ist fucking ugly. Ich weiß nicht, +1 Wahrnehmung brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Ich meine, wir haben Wahrnehmung auf 6, das ist okay. Es ist nicht herausragend, aber okay. Krass, dafür, dass ich Elektrochemie als meinen Main Trade am Anfang gewählt habe, habe ich da erstaunlich wenig Punkte reingesetzt. Also es gibt halt einfach 3 Stats, die wir höher haben. 4 sogar. Visuelles Kalkül, Schmerzgrenze, Innenleben und Wahrnehmung. Well. Okay, cool. Das hat nicht so viel gebracht. Ich würde noch mal gucken, ob wir mit der neuen Brechstange, die wir haben, eventuell was im Container am Hafen reißen können. Wahrscheinlich nicht.
Aber es muss doch eigentlich noch irgendeinen anderen Weg geben, diesen Container aufzukriegen, ohne ihn zu überreden, oder? Also... Und wenn wir schon mal da sind, würde ich gucken, ob Evra noch irgendwas zu sagen hat. Falsche Richtung. Ich glaube nicht, aber es bietet sich irgendwie an. Man kann es ja zumindest mal abchecken. Rüsten wir doch mal die Brechstange aus. Gott, das Ding ist so massiv, ne? You're back before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Läuft hier noch irgendwas? Das große Aufräumen und Geburtsdatumsgenerator. 3 Stunden noch? Weiß ich halt nicht. Ich wollte es nicht anhalten. Falschen Button geklickt. Macht jetzt zum Glück nichts. Ich würde vielleicht dann jetzt gerade noch mal einen Punkt in Rhetorik stecken. Finde ich okay. Ich meine, 28% Chance ist halt immer noch Trash, aber ich kann auch gar nicht. Obwohl ich... Wait. You're back before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. And as it's always been, it's impossible to open a container with the rhetoric. Das war total zu erwarten. Das war total zu erwarten. It's fine. Hast du eigentlich noch irgendwas zu sagen? Der war bislang so... Ich weiß nicht. Oh, hey, mister. I'm not gonna bother you with a long greeting, just like we talked about before. I know you're probably a busy man being an important... Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Told you. Ich muss bald mal die Batterien meiner Maus tauschen. Nun ja. Vielleicht hält sie ja diese Folge noch durch. Gucken wir mal. Sonst muss ich gegebenenfalls kurz unterbrechen. Mr. Dubois, every worker, member of the board. How can I help you today? Ich werde auf gar keinen Fall die Unterschriften beschaffen. Können wir noch mal ein paar Einzelheiten zu dem Mord besprechen? Most certainly, Harry. Nothing brightens my day like brainstorming these things with you. Im Kopf des Gehängten hat er eine Kugel gesteckt. So they shot him. Er klingt positiv überrascht. He was shot in the head before he was hanged. How odd. I don't know what to say, Lieutenant. They told me they hanged him. A hanged man is what I saw when I took a look into that yard. What I do know is, the case is in safe hands. If anyone can get to the bottom of this shot and hanged man, it's my 2 little policemen. Godspeed, policeman. Ob ich ihn nochmal bitte, dass die Hardy Boys mit mir kooperieren, aber das ist eigentlich unnütz, das haben wir durch. Das... By all means, Harry. Ja. Weiß ich nicht. Dass ich irgendwie bei ihm und bei Joyce nicht weiterkomme. Das nervt mich so ein bisschen. Aber okay. So be it. Ich bin auch ein Pfosten. Warum habe ich eigentlich meine Kleidung vor? Ich habe das 8-mal garantiert schon gemacht. Aber wir hatten nichts. Ich hätte das Hemd anziehen können. Das hätte noch +1 auf Rhetorik gegeben. Mache das jetzt auch einfach mal. Ich lasse das für später jetzt einfach schon mal an. Nur wenn wir Klamotte gewechselt haben, reicht das nicht, um das nochmal zu versuchen. Ne?
dann hätten wir, ich weiß nicht, wie viel ist das umgerechnet? 35% oder so? A rusting control panel with no screech of metal when the crane does not return to it. Okay, der Kran geht nicht mehr. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir den Kran noch irgendwie anheben und wieder absenken können und dass der Container dann irgendwie aufgeht. Von der Seite kommen wir auch nicht ran, ne? Ja, schade. Irgendwie habe ich das Gefühl, bin ich so bei manchen Charakteren noch ein bisschen stuck, beziehungsweise habe noch nicht alles rausgeholt. Also Evra und Joyce sind auf jeden Fall so eine Sache. Die beiden, die Bull spielen, definitiv auch. Mit 3T, wie die... What? Ach so, der Friedladen. Da dachte ich mir so, hä, was will denn der jetzt von mir? Aber ja, es geht um den Friedladen. Jetzt Fritten, ne? Wäre ich halt auch dabei. Ich glaube, ich müsste gerade einfach mal ein bisschen Zeit totschlagen. Ich würde, glaube ich, einfach mal lesen. Medicinal purposes of the pearl. The cover of this heavy tome features a number of esoteric symbols. Flipping through the book, you find a number of sections on the general benefits of the pearl. A large pharmacopoeia makes up nearly half of the book. Ich glaube, ich möchte nur ein paar allgemeine Gesundheitsratschläge. Have you taken any walks through the pearl recently? Vielleicht? And on your walks, do you stop to meditate on the nature of your being? Ist auf den Spaziergängen Nein, das tue ich nicht. You need to do that. It's important for opening up your agiogenous zones. Was sind agiogene Zonen? They're a series of psychic nodes located throughout your body. Unfortunately, the stresses of modern life often cause us to close off our agiogenous zones, which can result in all manner of physical and psychic ailments. Okay. Regular meditation in the pearl, however, can help to open up these zones, permitting the free flow of psychic energy throughout the body. Oh, dann ja. Und zwar regelmäßig. Ich meditiere ständig. Good. And when you meditate, are you in the nude? Klar, splitternackt. Excellent. Free your body. You long to feel the cool breeze tickle against your inner thighs and midriff. You're doing everything as you should. Regular pearl meditation has been shown to help keep your body lithe and strong, your mind alert and expansive. Ich halte das irgendwie für Unfug, aber nun ja. A note of caution, however. Be sure to limit your exposure to the pearl to no more than an hour a day and no more than 3 hours total per week. Hatten wir nicht noch ein anderes Buch? Mal gucken, vielleicht kaufe ich noch ein Buch. The lights are so pretty when it gets dark. Beherrschung brauchte ich da, okay. Was gab's hier doch gleich? A small mountain of colorful board game boxes. Das Spiel. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Heimdall somewhere. Naja, dann der Mann von Heimdall und das Teufelsweib, it is. It is a bestseller for a reason. Bestimmt. Das... Was? Frontispiz? Also es soll das Frontcover heißen, aber was ist das für ein Wort?
Keine Ahnung. Das Frontcover dieses alten Taschenbuchs zeigt einen angeketteten Muskelmann, der von einer lüstern anmutenden Frau auf einem Thron kniet. Zwischen dem Thron und dem Mann lodert ein Feuer, das einen Schatten auf die Wand wirft. Der Kopfumriss der Hexe wirkt wie ein paar teuflischer Hörner. Das ist nicht auf diesem Cover. The edges of the pages are worn and smudged. A lot of people have read about the Devil Woman's altercations with the Heimdall man. Dann sehen wir uns mal den Rückendeckel an. The jacket copy proclaims, "Man from Heimdall returns in his most exciting adventure yet. After crashing into a strange jungle, cannibalistic natives abduct his only surviving comrade, noble Tiribold. Before Man from Heimdall can mount a rescue, he is ambushed by a tribe of female warriors and taken to the ancient citadel of Cloud City, where a mysterious and wicked queen rules supreme. Will Man from Heimdall be able to escape his dire situation and find his missing friend?" Tja, Zeit, das Buch durchzublättern, würde ich sagen. You open the book to a random page. Man from Heimdall, wielding his two Zweihanders, is carving through a sea of savages, his visage fixed in grim determination. His arms, whirling like windmills, are soaked with the blood of his enemies. Mangled corpses litter the battlefield. Good God, this is some retrograde stuff. When was this shit written? You flip to the copyright page. This book was written in 38. Geben wir dem Ganzen eine Chance. Berserker rage burns in his azure-hued eyes as he brings glory and honor to his long-lost Heimdall tribe. From the village of Heimdall, the ivory giant roars like an ice bear, and the winds of Gatla howl out his name. Man from Heimdall rides on a gilded griffin, his golden mane billowing in the breeze. Both Zweihanders sheathed on his back. He is off to war. Will he conquer his enemies? Will he conquer himself? Ich finde immer noch schön, dass Zweihänder im Englischen einfach Zweihänder heißt. Fantastisch. Vorwärts! The steel muscles of Man from Heimdall gleam in the humid jungle air. Yet the man does not sweat. In meditation, his soul drifts in the frigid northlands he calls home. Heilige Scheiße, das bin sowas von ich! Du begeisterst dich für das Buch. Also in Wirklichkeit tun wir das nicht, aber ich muss irgendwie Zeit totschlagen. A passage reads, "The man from Heimdall looks up, his eyes blue as the mountain lakes of his homeland. He rarely speaks, but now his voice booms in the darkened throne room. Do not try to sap my masculine essence, wicked temptress. Son of Heimdall will never succumb to your seductive wiles. Oh Gott. Thine spells are no match for purity and strength of will. Brothers of Heimdall, stand above the vices of flesh, for it is weak and corruptible, yet mine is forged in gore and strife." Queen Lydiana just laughs, a sultry and salacious sound, then says, "I have grand plans for you, Man from Heimdall." She gestures her diabolical hand toward an array of potions and unguents. "First, you shall please me. Then lead my armies against the vicious cannibals. Not a muscle moves in the face of the Man from Heimdall. Yet inside, there is turmoil. This goes against all he holds sacrosanct." Wow, das ist echt episch. In the final pages, Man from Heimdall mounts Galavarin, his mighty griffin, and turns his gaze to the horizon. Queen Lydiana is dead, but an army of cannibals is storming the gates, and still there's no word of trusty Tiribold. To find out what happens next, you'll have to pick up Man from Heimdall and the Three-Eyed Skull, available in fine bookstores everywhere. Spring 39. Ach, dann lassen wir mal das Buch sinken. Okay, das war ziemlicher Quatsch, aber well, ich würde es, glaube ich, das kann ich wahrscheinlich im Schnelldurchlauf machen, oder? The edges of the pages, you open his arms, good God, you flip to the copyright page.
Berserker rage burn. Man from Heimdall rides on a gilded griffin. The edges of the page. Okay, das ist ganz gut. 21:12 Uhr. Wann werden wir den Kim los? Ich weiß nicht, ob ich Kim dabei haben möchte, wenn ich Karaoke singe. Vor allem, weil ich vorher einfach Alkohol trinken werde. Also, sofern möglich, wird es passieren. Rhetorik und Psyche, Innenleben und Empathie, Intellekt und Psyche nochmal. Achso, das könnten wir einfach in die Hand packen für die Boni, ne? Ich kann ja erstmal mit Gard sprechen. Hey, was there something you needed? Ja, ich muss unbedingt Karaoke singen. Jetzt. No, you don't. It's not happening. He tries not to look at you. It's dangerous to acknowledge the karaoke man. Ja, aber du siehst ihm in die Augen. Wachtmeister, Gesetzesvertreter wird die Hütte mit einer traurigen Nummer rocken. Warum haben Sie überhaupt eine Lautsprecheranlage, wenn sie keiner benutzt? Es ist Teil meiner Selbstfindungsmission. Helfen Sie mir. Das ist meine Art, mich für den Ärger, den ich verursacht habe, zu entschuldigen. Bitte, lassen Sie mich ausdrücken, wie leid es mir tut. Ich versuch's mal damit. By causing more trouble, I think we're good. Aber es ist Teil meiner Selbstfindungsmission. Helfen Sie mir. The Whirling's not a charity or a musical therapy clinic. It's a commercial establishment. Warum haben Sie... Away the customers. Warum haben Sie denn überhaupt eine Lautsprecheranlage, wenn sie keiner benutzt? It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 44. Moment, was ist 44 passiert? A lot of people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. Moment, was? Sie ist kein Requisit. Sie ist für Ihre Gäste. Ich weiß, dass sie benutzt wird. Okay, yes. It's for some clients. Ich bin ein richtiger Gast. Ich habe meine Rechnungen bezahlt und somit das Recht, die Karaoke-Maschine zu benutzen. Ha! Well, we don't have any tapes. They all got stolen. Kein Problem. Ich habe mein Lied selbst mitgebracht. Du gibst ihm das Tonband. The man in the vest and the violet shirt stares at the tape you've just given him. He begins to frown. Hard. This is the look of a man who's defeated. He knows he's out of excuses. Fine, fine. Climb on that stage and do your thing. Just get out of my hair. I'll plug it in for you. Damn this karaoke machine. I'm having it uninstalled, he mumbles to himself. Oh yeah, time to do the damage. Kim, magst du nicht schlafen gehen? 21 Uhr und so. Ich guck mal, ob ich dafür in meine Bude gehen kann und ob Kim dann abhaut. Ich meine, Kim schläft hier oben. Achso, das ist jetzt einfach Überzeuge Gard, ne? Das, was hier irgendwie nur dazugekommen ist. Oh Gott, welche... War das meine? Vermutlich. It's getting cold. This late in the night. Time to call it a day. Gute Nacht, Kim. Good night, officer. We'll meet in front of the shack in the morning. Du betrittst die Hütte. Okay, ich will die Hütte aber wieder verlassen. Danke. So, und dann... Und dann let's go, würde ich sagen. Ich möchte... Wie trinke ich das doch gleich?
Damn it. War das nicht so? Und habe ich dann nicht einfach... Okay. Cool ist... Hä? I don't get it. Okay. Das funktioniert. So. Hauen uns hier mal mit Stuff voll. Ja, passt schon, oder? Also wenn, dann hauen wir uns jetzt alles rein. Whoa. In your hand, Pyrrolidon, the double rainbow of synthetic hallucinogens, rare and gritty, a product of the age of atomic power. Du siehst dir den kleinen Puck mit Flüssigkeit an. What a funny little cat. Don't let the scary medical warnings throw you off. It's an inadequate antidote to radiation poisoning, but a potent antidote to boredom. Moment, Strahlenverseuchung hört sich gefährlich an. It's not gonna give you radiation poisoning, stupid. Pyrrolidon is a perfect match for a badass junkie cop who's looking for a little heat. You need to lower the radiation levels, your stomach thinks. Slurp it. Du öffnest den Deckel. The container is warm to the touch. Or is that just the anticipation? You screw the lid open and look. A little slit on the side lets you just slurp it up. Like an oyster. Come on, slurp it. Ja, ich schlürfe daran, aber nur ein bisschen. Äußerst aggressiv muss nicht sein. You suck a minuscule drop of extremely chemical smelling liquid into your mouth. There, it seeps into your tongue. When you swallow, it's already almost all gone. Schmeckt wie Benzin. It tastes like many things, all melting into one conflagration in the back of your throat. As you look around, the world slowly exists as it did before. Only now, gentle flames lick at its edges, as though it were a photo burning. Oh Gott, ich brenne? Not really. It's just a metaphor. The effect of that otherworldly drop of liquid is slower, more subtle than that of real flames, yet just as warm. Würde ich in der Lage sein, gerade zu stehen und zu laufen? Why not? This government-developed substance seems very non-intrusive. You could even operate heavy machinery, fire machinery. Das wird mir bei meiner Arbeit aber sowas von nützlich sein. Already you can tell you're going to be slurping a lot more Pyrrolidon. This stuff is going to give you insight into that little flickering light hidden in all human beings. In the bottom right corner of the screen, there's a Pyrrolidon button. It gives +1 to psyche skills. Empathy, suggestion, authority, inland empire, esprit de corps, and volition. This is good before rolling a white check, but damages your health. Okay. Ich heile mich nochmal einen Punkt. So, nehmen wir das auch noch. Ich meine, warum nicht? Noch ein bisschen Speed. Now that you've acquired some stimulants, it's time for a little pick-me-up. Time to detect. Was? Aber hier? Jetzt? Ah, mein Körper ist bereit. Tun wir es. You raise the peptide bottle, press one nostril closed, and inhale furiously with the other. The rush is almost immediate. It tastes bitter and caustic, and stings a bit inside your nose.
Schön, dass du wieder da bist, Officer Superbulle. Die Welt hat bereits auf dich gewartet. Now the taste is slowly receding into your throat. The rush is growing in intensity. Your little heart pounding like a bird in a cage. A sweat breaks out across your brow. Your jaw clenches. You could work with this high. Like, literally work. Solve the case. File some papers. Maybe clean up your hostel room. Then solve another case. Then start a side investigation into the paranatural. Then build a radio computer. Whoa, this shit is strong. This shit is disco. Fühlt sich gut an. Das Ganze überhaupt irgendwelche Nachteile? To this? You kidding? There are downsides to not being on it. There are massive downsides. It's a potent neurotoxin. You're turning yourself into a frayed idiot. Cool. Ab die Post. Spring. Everything is clear around you. You're ready to concentrate on the next task in a task chain. In the bottom right corner of the... Ja, danke. Alter. Schön. Haben wir noch einen Skillpunkt bekommen. Ein Traum. Gut, ich würde mal Schauspielkunst ausrüsten, tatsächlich. Wenn wir jetzt singen, will ich Schauspielkunst. So viel wie wir haben. Gott, sieht das scheiße aus. Ach Gott, die Necktie. Ein bisschen schade drum, aber... Die Jacke? Na, nicht... Nee. Ich meine, plus Elektrochemie. Das ist schon genau das, was wir wollen. Ja, das Outfit fühle ich. Maybe not. Die macht -1 Schauspiel. Die muss auf jeden Fall weg. Okay. Hatten wir nicht noch einen furchtbaren Hut? Na dann, rein da. Oh, shit. Oh, it's really bad. Oh, das ist einfach so richtig gar keine gute Idee. Alrighty. Let's do this. The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak under your feet. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. 92%. Nice. Du legst die Lippen ans Mikrofon und probierst das aus. Immediately, a loud feedback noise startles the room. You feel like an amateur. How are you supposed to hold the mic? Should you just sing into it? Where should you stand? Hands. Where do you put your hands? Oh no. Okay. Wir haben ja Punkte. Ich sehe mich nicht im Raum um. Wir werden nur noch nervöser. So, Hau are you ready rein. for your thing now? Let me know when I should turn on. The air is thick with anticipation. Someone dims the lights as the music starts. Okay, here we go. I would often go there, to the tiny church there.
the smallest church in Saint-Saens. Though it once was larger. How the realm may rest there. Down through the mist there. Toward the Seven Sisters. Toward those pale cliffs there. I would often stay there. In that tiny yard there. I have been so glad here. Looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. No, none of this matters at all. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich hatte mir mehr Drama erwartet. Nun. A lazy applause fills the room. You feel your hands shake as awareness of your body returns to you. Das ist mehr als müder Applaus. Danke, uraltes Reptilienhirn. There is silence now in the deep where the voice came from. It has receded, to return only in dreams and nightmares. This guy really carried you. Ich widme dieses Lied der Person, die mir diesen verdammten Brief geschrieben hat. Ich lebe dich immer noch. Vielen Dank auch, Arschloch. Ich möchte dieses Lied meinem Partner Kim widmen, auch wenn er gerade nicht hier ist. Ich möchte dieses Lied Guard widmen, weil er es mich singen lässt. Alles ist scheiße, Guard. Ich möchte dieses Lied dem grauen Nichts widmen, das die Welt verschlingen wird. Ich will dieses Lied niemandem widmen. Ich habe es nur für mich aufgeführt. Nee, ich will das schon irgendwem widmen. Tja, 1 oder 2 oder 4? Ich will es nicht Guard widmen. Ich befürchte, Kim hat es gehört. Ich meine, er schläft upstairs. Ich gehe mit dem ersten. Ich widme dieses Lied der Person, die mir diesen verdammten Brief geschrieben hat. Ich liebe dich immer noch. Vielen Dank auch, Arschloch. The microphone amplifies your voice in an uncomfortable manner. Someone coughs. Most people have gone back to talking now. Good, good. Are we ready? I want to unplug the microphone now. Last words? Vielen Dank, Martinez. Okay. Wir müssen nicht Backstage gehen, um uns umzuziehen, oder? Das ist einfach nicht nötig. Wir machen das direkt hier. Wie ich einfach die ganze Zeit noch das Speed in der Hand hatte. Fucking hilarious. Ja, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich gehe da mal. Schlafe in meiner kleinen Scheißkammer. Auf Wiedersehen. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich weiß nicht warum, aber ich bin froh, das gemacht zu haben. It's getting late and it's snowing. Time to call it a day. On
On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Nein, ich will mich auf gar keinen Fall rasieren. Zeit fürs Bett. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Gott, hier sind heiß. Fuck, The was wird bed das für eine Nacht? underneath you is soft, if lumpy. Waves wash the sand underneath the hut, then grow distant to your ear. In the quiet hum of the organic heater, you fall asleep. Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the world and into its dark shore. The rough mesh chafes, tightening around you, it digs into your brain. Klasse, endlich mal so richtig entspannen. How have things been going for you out there? Helped anyone lately? Saved anyone lately? Murdered anyone lately? This bastard isn't even listening to you. Because you know you are a murderer. A disco music listening psycho killer who offs poor people and then forgets about it. Egal, das jagt mir keine Angst ein. Hear that? You are naive to think he's afraid of his bloodied hands. Soul brother. Oh no. I see inside his amygdala and his hippocampus. The thing he's really scared of is much, much worse than that. Was ist das? Don't tell him, sister. It's too bad. They're right. This is their function. To keep you from it. Was soll das denn alles? Ich will doch nur schlafen. Die Dunkelheit ist zum Greifen nah. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you from the last dream. The worst of them all. Dem letzten Traum? The last dream will be total annihilation. Cinders peeling off the fuselage. We won't be there to help you anymore, Harry. We will be dormant. You will be naked and alone. Und in der Luft wird der Duft von Aprikosen liegen. Ihr Gesicht bildet sich in der Sommerzeit. Ich will nicht mehr. Ich will an keins von beidem mehr denken. Nein, in der Luft wird der Duft von Aprikosen liegen. Of hell. An ancient sadness, brother. 10,000 years later, in front of the video rental, there is a warm breath on your face again. Everything is okay again. Everything is so okay. Hört sich nicht so an, als würde es gut werden. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. The last thought in your head before waking is, maybe you shouldn't have seen that stained glass window in the church. Du öffnest die Augen. Der Kopf bewegt sich der Maus nach. Nettes Detail. Ist mir noch nie aufgefallen. Okay, das war absolut nicht die Nacht, die ich erwartet habe.
Na, wer steht denn hier? Guten Morgen. Yes? Ich habe wichtige Neuigkeiten, Kim. Du erzählst Kim, dass du nicht mehr auf deine Sexualität fixiert bist. Okay. Ich habe meine Fixierung auf meine Sexualität hinter mir gelassen. Great. Imagine all the time you'll have for work now. Matter of fact, we should get back to it right now. Mhm. He turns his attention elsewhere. Nur noch eine Sache. What? Gehören Sie zum homosexuellen Untergrund? You didn't stop at all, did you? You are just obsessing about other people's sexuality now. Ja, aber... But am I? I'll spare you another 20-hour mind project. Yes, I am. Now let's get back to work. That's the truth. Großartig. Einfach nur großartig. Okay. Warum habe ich meine Brille eigentlich nie auf? Zum Schlafen abgesetzt. So. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt hin will. Ich würde mal auf jeden Fall in die Stadt gucken. Warum? Ah, okay, jetzt sind wir eh fast da. Warum bin ich nicht gequick-travelt? Ich würde mal ins Whirling gucken. Ob die zwei von dem anderen, welchem Revier auch immer da sind. Was wahrscheinlich der Fall ist. Keine Ahnung wofür. Keine Ahnung. Meistens ist morgens doch immer irgendeine Grütze passiert, oder? Also wir haben entweder rausgefunden, dass wir der Grund sind, dass Sylvie gekündigt hat. Wir haben rausgefunden, dass wir unser Auto da versenkt haben. Die beiden Punks sind aufgetaucht. Irgendwas war doch irgendwie immer morgens. Natürlich sind die da. Again? I can't believe this. Yes? What is it? Hören Sie, es gibt etwas, das mir keine Ruhe lässt. Sind wir vom gleichen Revier oder nicht? God damn it, you leave her alone. Keep your weird bullshit to yourself and be professional for once, for fuck's sake. Can I actually help you with something? Yes, of course. Preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? That's not possible. Haben Sie es gehört? Haben Sie mich singen hören? Hat es Ihnen gefallen? Nee, das will ich Sie nicht fragen. Geht bei Gard irgendwas? Ah, smallest church in Saint-Saens, Ah. right? Der Cafeteria-Manager hat das Lied wiedererkannt und wartet darauf, dass du das honorierst. Ja, die Kirche ist in Wirklichkeit meine Vergangenheit. Ja, die Kirche ist in Wirklichkeit mein Leben. Ja, die Kirche ist in Wirklichkeit meine Liebe. Steht ziemlich schlecht um sie. Ich hab den Scheißladen gerockt. Ich hab ihm doch gesagt, dass ich die Scheiße rocke. Ja, die Kirche ist in Wirklichkeit mein Leben. Cool. Now, what can I do for you? Nichts weiter, danke. Kann ich mit denen nochmal sprechen? It's you again. What is it? Wohl nicht. Du überzeugst Titus, dass er manipuliert wird. Ja, weiß ich nicht. I don't know Nein. what went wrong the last time. You have so many good ideas here. What the hell are you talking? Look around. I don't know. You won't hear it. These working Ja, class danke, both. ich gehe da mal wieder. Worth a shot. Es war ein Versuch wert. Er hat sich halt einfach nichts getan, ne?
Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich irgendwie hart stuck bin und irgendwas übersehe oder irgendwo noch was machen könnte oder müsste, aber ich habe keine Ahnung was. Hola, Wandering Man. Will ich jetzt noch in den Hafen? Eigentlich nicht. Aber was will ich dann machen? Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo ich die Waffe noch suchen soll, wenn ich ehrlich bin. Also wir könnten noch mal gucken, ob wir noch mal was auf Wahrnehmung kriegen. Mit den Stiefeln. Maybe. Fuck, does Kuno care? Wahrscheinlich nicht. Kuno doesn't fuck. Ja, Kuno, halt's Maul. Kriegen wir Punkte auf Empathie? Safe irgendwo. Weiter unten, glaube ich. Hier. Hier. Ja, das ist Minus. Das wird es so ziemlich gewesen sein, ne? Das ist auch Minus. Ja, okay. Fuck, does Kuno care? Probieren wir es. He's on your crime Come scene, on. bossing you around. And he's been here for some time too. This is where he hangs out. You have to get more out of him. He could be useful. Kuno, wenn du hier Sterne geschmissen hast, musst du jede Menge mitbekommen haben. Willst du der BMA helfen, einen Mordfall zu lösen? Nein, will er auf gar keinen Fall. Ich meine, wir haben es schlecht gerollt, also es wird so oder so nicht klappen, schätze ich mal, aber ich weiß, dass dieses Grenzen austesten neu für dich ist, aber für Erwachsene ist das Schnee von gestern. Get your snout out of Kuno's ass. Kuno knows how hard Kuno pushes it. Kuno pushes it hard level. You should give up, Popo, or the Kun will keep fucking it out of you. You okay, Kuno? Sie sieht besorgt aus. Der Spakuno hat sie verunsichert. That went wrong. He took it as a compliment. Then he had a minor seizure. Okay. Kuno doesn't fucking care. Wir haben noch den einen Punkt. Ich weiß nicht, ob Kuno mich weiterbringt. Könnten noch einen Punkt in Empathie stecken und es nochmal versuchen. Will ich das? Dann habe ich halt keine anderen Punkte mehr über. Wie lange brauche ich denn? 26 Minuten. Okay, wir skippen nochmal kurz durch das Buch und gucken mal, was wir an Boni kriegen, wenn wir den Kram durch haben. The edges of the pages are worn and you open his arm. Good God, you flip to the copyright page. Berserker rage burns in his azure hued. The edges of the pages are... Okay. Date of birth generator. Das sieht auch nicht gesund aus, ne? You were born in the year 07. In the last year of the commune of Revachol. Right before it fell, in the old military hospital on the ground floor, where people usually came to die during a snowstorm. The revolution had about 1 year left to go, and the fires were still burning bright. There were explosions in the blizzard. This was 44 years ago. You are 44 years old. The bloating might never leave your face, but beneath it, you still have some years.
you still have some hope. Hat Kim nicht gesagt, dass wir deutlich älter sind als 45? Wir sind fucking 44. Lerngrenze für Logik auf 4 erhöht, Schwierigkeiten aller passiven Würfelproben für Konstitution um 1 verringert. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ja, Konstitution ist jetzt auch nichts, was wir irgendwie noch groß bräuchten. Das große Aufräumen dauert noch ewig, oder? 2 Stunden? Es gibt mir 2 Stunden? Weiß ich nicht. The edges of the page, you open the book, his arm, good God, you flip to the berserker rage, man from here, the steel muscle, a passage read, thine spell, I have grand plan in the final to find out what happened. Ja, shit. It's just a racist mug. Nein, ich will nicht die Tasse. Ich will das The Buch. edges of the you open his arm, good God, you flip to the berserker rage burn, man from here, the steel muscle, a passage read, thine I have grand plans for you in the final to find out what happens next. You open his arm, good God, you flip to berserker rage burn, the edges of the Okay. Das hat doch funktioniert. cleaning out the rooms. What if you didn't lose your memory? What if something in Martinez came and stored it all away, for you to slowly open one box at a time, so you can choose which parts to keep? Keep almost none of it. Only the flowers on the windowsill, only the distant sound of a radio. Lose all the actors, the dark shadows, leave only the still lifes, the blissful distant wash of waves. If everybody knew, you never did. She'll be coming soon. That is all. Okay, das ist weird. +1 auf Rhetorik. Nice. +1 auf Innenleben, +1 auf Suggestion. Okay. Fuck, does Kuno care? Wir brauchen Empathie, nicht Rhetorik. Kuno Shit. doesn't. Aber mit Rhetorik können wir vielleicht nochmal an den Container ran. Wenn wir unsere Klamotte wieder auf Rhetorik ausrüsten. Ich habe mir nicht gemerkt, was es war. Ne? Es tut mir leid, dass ich zum 78. Mal alles durchgehen muss. Es war nur das Hemd, oder? Und irgendwas mussten wir ablegen, glaube ich. Ich glaube, irgendwas musste weg. Die Brille? Nee. Nee, tatsächlich alles gut. Okay. Das Ding macht noch +1 Empathie. Das könnte uns mit Kuno helfen. Aber da kommen wir jetzt nicht nochmal ran, ne? Fuck, does Kuno care? Shit. Kuno doesn't. Well, shit. Ob wir nochmal in die Kirche gehen? Oh, ich bin gar nicht in den Club gegangen. Das habe ich voll vergessen. Das habe ich völlig vergessen. Das hätte ich abends noch total machen können. Yeah, it's all set up, man. Can you already imagine 1,000 people in here? 10,000. Ich glaube nicht, dass hier 10.000 Leute reinpassen. Auch nicht Tausende. Ecstatic vibrations, totally transcendent. And I've finished setting up the new compressor too. Er blickte auf den imposanten schwarzen Kasten in der Ecke, aus dem der Sound dröhnt. Now the only thing left to do is the name of the club. Will you do the honors, detective? Noid, was ist dein... Kim, wie würden Sie den Club nennen? I wouldn't. I wouldn't build a club and I wouldn't name it either. Ach. An underground place with no name? Sounds like something the Crabman would say. We're not going with anything the Crabman would say.
Why not? The Crabman has ideas, Estelle. Ideas from another level of consciousness. I don't care. I don't like the Crabman, and I don't like his ideas. His ideas are spooky. Next, please. Noid, was meinst du zum Thema? The amnesia. Like the... I can't remember the name of the club, Amnesia. Amnesia! It's not amnesia, guys. Was schlägst du für, André? The name. Everything I managed to come up with sounds just wrong. Andre's overthinking it. Yes, you should do it, Detective. It would be good for the signs. Noid's right. You've helped us so much. It's the right thing to do. Okay, dann habe ich, glaube ich, einen Namen. You have? Well, what's the name? Disco Elysium. Entschuldigung, muss es halt einfach sein, oder? Also, Entschuldigung. Kein Pakt mit den Furien klingt halt scheiße und Revachol West klingt halt wie eine Bahnhaltestelle. Like that DeLorean word for the world, you mean? Elysium. But Disco Elysium? Isn't it wacky? Disco's kind of gone, isn't it? Forgot. The past is the future, but the future is dead. No, it's beautiful. Beautiful and brave. Like we want it to be. And short. And memorable. It's settled then. Everyone welcome to Disco Elysium. Ein Lichtstrahl färbt die Tanzfläche violett-blau. Andre breaks into frenzied dance-like motion to celebrate the name. Someone turns up the beat. You should go with the flow. Join in on the experience. Du beginnst mit dem Fuß zu wippen. It feels good. It feels right. But what is this? What is this thing that Andre is doing with his limbs? André, was machst du da? I'm dancing. Er legt eine weitere Reihe seltsamer Moves hin, doch das Ganze sieht weder cool noch modern aus. Ehrlich gesagt wirkt es ziemlich langweilig. That soft core gyrating is supposed to be dancing? Wir sollten darüber reden. Wir sollten über deinen sogenannten Tanz reden. Yes, my man. Vor Freude springt er auf und ab. Seine Bewegungen werden durch das Stroboskop in ihre Einzelteile zerlegt. Talk? What is there to talk about if you can express yourself with moves? Audio waves thump against your ribcage. The speaker setup makes everything sound much better. But there's a noticeable lack of something. Okay, wir brauchen mehr Gewandtheit. Goodbye, officer. Mal wieder Klamotten. Gewandtheit haben wir auf jeden Fall Sachen. Auf jeden Fall haben wir irgendwas, was -1 gibt. Das ist safe die Hose, oder? Ja. Jetzt tragen wir gar keine. Das ist auch nicht gut. Naja. Wir können auch ohne Hose tanzen, das passt schon. So, die Brille auf jeden Fall. Sonst nichts? Ist ja furchtbar. Okay, ich ziehe mal wenigstens irgendeine Hose an. The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something, soft yet crinkly. Du ziehst den Gegenstand aus der Tasche. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. Not familiar in a good way, you might say. There's pain in there somewhere. Oh well. Eine schimmernde Kaugummi-Verpackung aus der Hosentasche der Arbeiterjeans. Sie gibt einen kaum merklichen Aprikosenduft ab. Dir läuft das Wasser im Mund zusammen. There it is again. The scent of apricots with a touch of cinnamon.
Smells like the end of some distant summer. The surface of another planet. Or some ancient temple. Vielleicht machen wir das einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.